Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Kommen wir in diesem Tutorial dazu, wie wir jetzt unser Menü individuell anpassen können, um vielleicht besser modellieren zu können und so einige Auswahlfunktionen leichter ergreifen können. Also es ist jetzt frei, ein Menü, was ich mir über die Jahre so zusammengebastelt habe, und dieses werde ich jetzt mal erstellen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier über diese Bearbeitung auf ein aktives Objekt zu zoomen. Das heißt, ich nehme mal eine Kugel und sage jetzt, weil das hier aktiv ist, dass ich auf dieses aktive Objekt zoomen möchte. Wähle ich ein anderes aus, kann ich sagen, auf dieses Objekt zoomen oder eben auf Szene zoomen etc. Oder Standardansicht. Da ich diese gerne hätte im Schnellzugriff und nicht immer hier runter gehen möchte, mache ich Folgendes. Ich löse, indem ich auf dieses Schraffierte klicke, dieses Fenster ab. Jetzt halte ich dieses Schraffierte fest und ziehe es Drag und Drop hier links dazu. Nun werden Sie denken, oh, das ist aber sehr breit und nimmt mir hier unheimlich viel Platz weg. Klar, wir werden das jetzt einfach durch Rechtsklick anpassen. Hier sehen wir, was alles aktiviert ist. Icon-Darstellung, um die Icons zu zeigen, und Textdarstellung. Diese brauche ich nicht. Warum brauche ich die nicht? Weil wenn ich hier rüberfahre, haben wir ja eingeschaltet, dass er mir immer den Kontexthilfe einzeigt. Okay, im nächsten Schritt möchte ich noch etwas anderes dazwischen bringen. Wir haben hier die Darstellung, wie mein Objekt dargestellt werden soll. Als Linien, Konstant, Shading. Das schauen wir uns dann nachher nochmal an. Und auch wie mein Szenenlicht ist. Dieses möchte ich mir auch hier zwischenbringen, und zwar an diese Stelle. Also zwischen diesen beiden. Mache ebenfalls durch Rechtsklick die Textdarstellung aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich auf die Kugel zoome, auf aktives Objekt zoome, ich muss mir einmal nur merken, wo diese 4 sind. So. Konvertiere das in Polygonmodus, gehe mal in den Kantenmodus. Jetzt habe ich also auch die Möglichkeiten, da die verschiedenen Shader einzuschalten, um zu sehen, wie das Ganze wirken soll. Okay, das hätten wir jetzt. Jetzt möchte ich noch das Selektieren von Flächenkanten erleichtern. Wir haben ja hier diese einfache Selektion. Da gibt es aber ja hier unter dieser Selektion ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese Loop-Selektion. Das brauchen wir ja alles beim Modellieren. Also werde ich auch dieses Fenster einfach hier ablösen. Dieses lege ich mir jetzt hier oben drüber und achte darauf, dass es direkt oben einrastet, und sage wieder Rechtsklick, nur Textdarstellung. Okay, jetzt habe ich diese Icons für die verschiedenen Modis hier oben auch drin. Ja, zum Beispiel auch, wo ist denn hier, jetzt fehlt mir aber noch die Kantenselektion. Gehen wir mal in die Kanten, da haben wir den Live-Pfad zum Beispiel. Dann kann ich also ganz schnell meinen Live-Pfad machen. Das, was wir bei der Kaffeetasse schon gemacht haben. Das ist soweit so gut. Dann brauchen wir noch später den Ebenenbrowser. Der findet sich hier. Der Ebenenbrowser dient dazu, Objekte in verschiedene Kategorien, in Ebenen zusammenzufassen, um sie dann sichtbar zu machen im Editor oder nicht. Das schauen wir uns im nächsten Tutorial, oder im übernächsten, wenn wir die Kaffeemaschine bauen, einfach an. Gut, um dieses jetzt hier dahinter zu bringen, ich möchte das als Register einfügen. Ich könnte jetzt sagen, ich mache das hier oben drüber. Okay, dann habe ich das oben drüber. Mit Rechtsklick kann ich das immer wieder entdocken, um das abzulösen. Ich kann es also überall im Interface auch so daneben schieben, wenn ich das möchte, oder halt wieder entdocken. In meinem Fall möchte ich das als Register hier nehmen haben, und dann nehme ich nicht das Aktive, ich ziehe das Schraffierte hier auf das Inaktive, dann bekomme ich das hier daneben. Habe ich also ein weiteres neues Register. Jetzt muss ich meinem Cinema 4D nur sagen, dass ich das Ganze speichern möchte. Wie mache ich das? Ich gehe jetzt hin in meinen Menüpunkt Fenster, sage Layout. Dort finde ich jetzt Layout speichern als.
Da werde ich gefragt, als was möchte ich das? Ich nenne das einfach meins. Okay. Wenn wir jetzt hier unter Layout schauen, sehen wir, dass es jetzt meins Benutzer gibt. Das finden wir auch hier wieder, wo die verschiedenen Layouts sind. Jetzt möchte ich aber, dass Cinema 4D damit startet, weil wenn ich jetzt Cinema ausmache und neu starte, startet das wieder mit dem Standard-Layout, also so. Testen wir mal, ob er meins nimmt. Ja, nimmt er. Er hat auch die Fenstergröße angepasst und alles. Jetzt muss ich also dieses Layout als Start-Layout speichern. Dann werde ich also bei jedem Neustart von Cinema 4D meine ganzen Menüoptionen so haben, wie es mir gefällt. So wie ich es halt brauche. Dieses soll also schon mal die Möglichkeit gewesen sein, wie wir individuell ein Menü anpassen wollen.